Hallo, willkommen zu einer weiteren Episode bei Gitarren im Netz. Heute wieder mit dem 1964er Tremolux. In der heutigen Folge möchte ich mit euch herausfinden, wie gut er noch funktioniert, was alles noch funktioniert elektrisch, welche Speaker im Kabinett eingebaut sind und so weiter. Damit bekommen wir eine gute Grundlage für den Techniker, der ihn nachher überholen soll. Der wird ihn mit Sicherheit auch nochmal selber total durchtesten, aber dann sehen wir halt schon mal im Vorab, wie gut er noch funktioniert. Bevor wir aber damit beginnen, muss ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen oder eine kleine Beichte ablegen. Der Verstärker stand nach 2002 wirklich ziemlich lange einfach nur im Wohnzimmer als Dekoration, eine Gitarre daneben, und wurde nicht mehr genutzt. Irgendwann 2008, 2009, vielleicht war es aber auch 10 oder 11, habe ich gedacht, Mensch, du musst den Verstärker doch nochmal in Betrieb nehmen. Habe ihn mit hier raufgenommen, habe ihn angeschlossen, habe sorgfältig darauf geachtet, dass auch die Box an war. Und dann habe ich ihn eingeschaltet und batsch, sprangen alle Sicherungen durch. Oha, was war passiert? Ich hatte ihn hier übersehen, den Netzwahlschalter. Irgendwie hat der sich in der Zwischenzeit von selber, ich habe mal behauptet, mein kleiner Sohn hätte dran rumgedreht, als er noch klein war, von den 240 auf das amerikanische Stromnetz, also 130, glaube ich, ist das gestellt. Ja, und klar, da konnte nur alles schief gehen. Da war er hin, da nützte kein Sicherungstausch mehr, da tat sich nichts mehr. Ich habe den Verstärker dann seinem ehemaligen Eigentümer mitgegeben. Er hat ihn dann nach Köln mitgenommen und ja, er hat ihn dann wieder zum Laufen gebracht und hat mir auch alle Bauteile mitgegeben, die ausgetauscht worden sind. Das sind hauptsächlich mal die Hauptkondensatoren vom Netzteil, die hier unten drin sitzen, in diesem kleinen Dockhaus genannten Käppchen hier unten. Das sind die originalen Mallories. Was das blaue hier ist, weiß ich nicht. Ich zeige euch gleich mal ein Bild. Ich weiß nicht alles, was es ist, aber ich glaube, der Techniker, der wird dann damit schon klarkommen und ja, wissen, was getauscht worden ist und kann dann auch sehen, welche Qualität eingebaut worden ist. Das kann ich nämlich überhaupt nicht beurteilen. Wir können jetzt mal einen Blick in das Innere so eines Verstärkers werfen. Ich mache den hier nicht auf dafür, aber da gibt es im Netz ein paar Beispiele und ein paar Bilder und die zeige ich euch jetzt mal. Ja, dann gehen wir mal an den Funktionstest und schrauben auch noch das Kabinett auf, um zu schauen, ob noch die originalen Speaker drin sind oder eben Ersatz und wenn ja, welcher Ersatz. Okay, dann möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen, was am Fender noch funktioniert und was nicht mehr so gut funktioniert. Wir sind jetzt im Normalkanal, in Kanal oder Eingang Nummer 1, der höher aussteuernde ist, also High. Wenn ich umstöpsel bei derselben Lautstärke, ist halt entsprechend leiser. Bleiben wir mal hier und ja, kriegst du nicht zum Zerren, auch auf 10 nicht. Nehmen wir mal Treble, ganz auf 0.
alles gut. Relativ diffizil arbeitet der Bright-Schalter. Ja, also da kommt nicht viel, ich habe den eigentlich immer an. Ja, und beim Bass, da hört er auch ein bisschen. Das Body scheint nicht mehr ganz in Ordnung zu sein. Hier kommt so was, dann ist er eigentlich da. Im gleichen Aufbau funktioniert Kanal Nummer 2, auch hier. Voll auf. Auch hier der Bright Switch nur marginal. Hier arbeitet der Bass noch besser. Jetzt bei den Höhen auf 0. Und auf 10. Ja, und auch hier der Kanal wieder deutlich leiser. Ja, also da tut sich noch was, aber ich glaube, es ist nicht mehr so, wie es im Original sein soll. Ja, jetzt, da war jetzt nichts im Einschleifweg drin. Und jetzt tun wir mal ein bisschen Hall in den Einschleifweg. So, ich habe jetzt den kleinen Hof hier im Einschleifweg und bin auf dem Kanal Vibrato. Gehe mal in den Kanal 2, reiß die Volumen voll auf. Jetzt ist er plötzlich viel lauter. Okay. Jetzt zack. Also jetzt kommt er schon an Zerren. Klingt aber irgendwie nicht so gesund, oder?
macht er nur, wenn ich im Effektweg was drin habe. Und ich glaube, da liegt irgendwo eine Krux begraben. Ich glaube, das ist genau das, was er wissen muss. Da stimmt das nicht. Mal gucken, ob der Effekt-Einschleifweg drin bleiben kann oder ob man ganz rausnehmen. Mal sehen. Ja? So funktioniert er. Und wie gesagt, ich muss mit der Loadbox arbeiten, weil sonst wäre er hier so laut, da würden uns die Ohren wegfliegen. Die Ohren wegfliegen. Ja, okay. Alles klar. Ja, dann werden wir jetzt gleich mal rangehen und das Kabinett öffnen. Was uns erwarten sollte, ist das hier. Ein Haufen Dämmwolle zunächst. Und dann ein paar von diesen Special Jensen oder Oxford Speakern. Mal gucken, was wir wirklich vorfinden. Ich habe ihn vor Jahren mal aufgemacht. Aber ich weiß nicht mehr. Ich meine Electro Voice. Aber wir werden sehen. Let's open it. Okay, dann lass uns mal beginnen. Akkuschrauber. Ein gutes Bit, was auch sicher sitzt. Und dann kommen die Schrauben raus. Das sieht alles gut aus. Ja, brauchen wir noch ein Töpfchen zum Ablegen. Und dann geht's weiter. Mann, ganz schön zugenagelt. Ohne Akkuschrauber. Ohne Akkuschrauber hätte ich jetzt eine Sehenscheidenentzündung. Keine Dämmwolle mehr. Und Celestion G 105 50. Tja, was soll uns das sagen? Also Speaker sind neu. Sehr massive Holzkonstruktion. Und es stinkt. Machen wir es mal provisorisch wieder zu. Schauen wir mal, was der Techniker sagt, was man von diesen zu halten hat. Mal zu der Zusammenfassung von dem, was wir jetzt hier gelernt haben. Ganz wichtig ist wohl dieser Einschleifweg, der ist nicht original und hat ja einen riesigen Einfluss. Ist er nicht belegt, kriegt man den Amp kaum zum Verzerren. Ist er belegt, verzerrt er richtig. Was ist richtig, was nicht? Da muss der Techniker klären, was da gelaufen ist. Der Tremolo-Effekt funktioniert schon noch, manchmal setzt er aber auch aus. Und ich weiß nicht, ob es so von Intensität und Schnelligkeit noch so ist. Vielleicht sind auch dort Bauteile getauscht worden. Ich habe da besonders eins im Verdacht. Einige Protis haben Schwächen, das hält sich noch in Grenzen, aber vor allen Dingen das Bass-Proti im Normalkanal, denke ich, muss getauscht werden. Ich weiß nicht, welche Qualität die Ersatzteile, die hiergegen verbaut worden sind, haben, aber das wird der Techniker leicht herausfinden können. Dann, die Speaker sind nicht mehr original und der Dämmstoff fehlt auch. Ob ich den rausgemacht habe? Oh je. Ja, also da ist doch einiges zu überlegen und zu planen, wie wir den Verstärker wieder
dahin bekommen, wo er mal war, als er aus der Fabrik kam. Und das genau ist ja das Ziel. Ich glaube, im Moment hat der Klang und das Verhalten nicht mehr viel mit dem Original zu tun. Aber auch da muss ich mich dann letztendlich auf den Techniker bzw. den Experten verlassen. Er soll auf jeden Fall wieder so werden, wie er war. Ja, ich werde jetzt dann eine Kontaktaufnahme machen. Ich habe da schon jemanden im Auge. Und ich werde euch dann natürlich berichten, wie die Kontaktaufnahme läuft. Vielleicht auch, welches Angebot ich bekomme, was es kostet. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Ja, das war's. Bis hierhin. Ich danke wie immer fürs Zuschauen, für eure Zeit. Und wie immer, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt musikalisch. Und wenn ihr noch ein Like da lasst und den Kanal abonniert, bin ich überglücklich. Bis bald, euer Toko.